Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute in Hamburg. Es hat heute Orkanvorhersagen gegeben. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt hier alles mit dem Ton auch klappt. Aber darum soll es nicht gehen, denn ich habe heute für euch ein elektrisches SUV dabei. Wir haben den euch vor einem Jahr hier schon vorgestellt, aber jetzt eben mit Single-Motor-Variante, den Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert doch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden über die Optik sprechen, wir werden über das Modelljahr 2023 sprechen, wir werden über den Innenraum sprechen und vor allem hier durch Hamburg gemeinsam fahren. Bleibt jetzt gerne dran und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt bitte! Hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Wird sich jetzt vor allem hier bei Elektroautos lohnen, denn ihr profitiert von einer Dienstwagensteuer von 0,25%, also nur ein Viertel im Vergleich zu einem Verbrenner und einer Förderung von bis zu 10.000 €, die dann letztendlich vom Kaufpreis abgezogen wird. Wie viel der hier kostet, werde ich euch am Schluss verraten, aber so viel vorweg. Er ist endlich bezahlbar. Die Twin-Motor-Variante fand ich damals ein bisschen zu teuer. Der hier ist durchaus konkurrenzfähig. Aber dazu mehr am Schluss. Und jetzt geht es erstmal darum, Volvo und Elektromobilität. Das ist ja jetzt das erste voll elektrische Auto von Volvo, steht auf der CMA-Plattform und den gibt es ja jetzt auch als Plug-in-Hybrid oder als Hybrid, also in Kombination mit einem Verbrenner. Und wir haben euch ja auch den C40 vorgestellt. Das ist jetzt das zweite rein elektrische Auto von Volvo. Und die wollen jetzt bis 2030 nur noch elektrische Autos auf den Markt bringen und bis 2040 dann ein klimaneutrales Unternehmen werden. Ich bin sehr gespannt. Ich finde die Ziele sehr gut gesteckt. Volvo ist ja eine sehr nachhaltige Marke. Wir werden auch im Innenraum sehen, dass viel aus recycelten Materialien besteht. Und jetzt geht es darum, wenn ihr den bestellt, bekommt ihr jetzt nicht mehr das, was ihr jetzt hier seht, sondern das Modelljahr 2023. Und jetzt wird es gleich kompliziert, denn da wird sich die Front hauptsächlich ändern. Da bekommt ihr nämlich die gleiche Front wie auch beim C40. Ich mache euch jetzt mal kurz ein Schnittbild drüber, dass ihr das seht und erzähle euch jetzt, was es für Unterschiede geben wird. Und zwar einerseits habt ihr jetzt hier hinter dem Volvo-Zeichen dann die Radare, die wandern von oben nach unten. Das wird dann auch beheizt sein. Der Kühlergrill sieht dann ein bisschen anders aus. Unten der Stoßfänger sieht ein bisschen anders aus und auch die Elemente hier an der Seite um die Nebelscheinwerfer werden anders aussehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Look findet, ob ihr die Veränderung gut oder schlecht findet. Ich finde, der C40 und auch das Modelljahr 2023 von CX40 sehen gut aus bzw. besser aus. Und wenn Jan jetzt hier vorne schon auf die Leuchten filmt, sprechen wir vielleicht darüber. Serienmäßig bekommt ihr in beiden Modelljahren LED-Leuchten, optional das Pixel-LED. Und Pixel-LED ist quasi wie Matrix-LED. Blendet den Gegenverkehr aus, aber auch Schilder an und damit fahrt ihr eben permanent mit Fernlicht. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den mal von der Seite an. Den C40 haben wir euch ja schon vorgestellt, das ist die Coupé-Variante von dem hier. Hier haben wir aber das normale SUV und der hat jetzt einen Radstand von 2,70 Meter, was sehr gut ist. Wir schauen nachher, wie viel Platz ich drin haben werde. 4,43 Meter lang, 1,86 Meter breit und 1,65 Meter hoch. Ein Wendekreis von 11,80 Meter und eine Bodenfreiheit von 17,7 cm. Damit kann man auch mal ganz easy über so einen Bordstein hier, vor allem in Hamburg, rüberfahren. Wie er sich fährt, werden wir nachher besprechen. Und jetzt ist interessant, bei der Single-Motor-Variante haben wir auch einen kleineren Akku. Der Akku sitzt jetzt hier unten tief im Unterboden, gibt einen guten Schwerpunkt bei der Fahrt und bei der Allrad-Variante habt ihr ja 78 Kilowattstunden, hier sind es jetzt 69 Kilowattstunden. Das bedeutet, wir haben auch eine angepasste Reichweite von 424 Kilometer, aber eben nur einen Frontantrieb. Nur vorne sitzt ein 170 kW starker Elektromotor.
Die genauen Daten werde ich euch dann später erzählen. Jetzt schauen wir uns hier erstmal noch die Seite an. Wir haben eine Plastikbeplankung hier einmal komplett drumherum. 19 bis 20 Zoll Felgen. Hier sind jetzt die 19 Zoll Felgen drauf. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Jetzt hier in einem sehr schön zurückhaltenden Volvo-Design. Die ecken nicht zu sehr an, sehen aber trotzdem schick und edel aus. Sehr schwedisch eben. Haben jetzt hier schwarze Spiegelkappen, schwarze Umrandung hier um die Scheiben, schwarzes Kontrastdach. Und übrigens gibt es aktuell 8 verschiedene Lackvarianten. Das ist jetzt die Ausstattungsvariante Pro. Wie viele Lackvarianten es jetzt im neuen Modelljahr geben wird, weiß ich leider nicht. Und jetzt geht es natürlich darum, wo kann man den laden? Genau da stehe ich jetzt. Hier kann man ihn nämlich laden. AC oder DC, ich mache euch hier auch mal auf. AC mit bis zu 11 kW braucht er 6 bis 8 Stunden, um voll zu sein. DC ist hier unten, könnt ihr mit 50 Kilowattstunden laden. Dann braucht der 56 Minuten von 5 auf 80% oder eben 34 Minuten, wenn ihr mit bis zu 150 kW ladet. Das ist ganz gut. Ich mache hier vorne mal wieder zu und spreche jetzt vielleicht im Wind über unseren Kooperationspartner. Und zwar ist es Next Level Energy. Was machen die? Die haben einen eigenen Online-Shop, nämlich den Nick E-Shop, und da bekommt ihr unter anderem Ladelösungen wie Wallboxen, aber auch eben Lösungen für Energiespeicher oder Photovoltaikanlagen. Mit dem Code TheCarCrash bekommt ihr da 25 € ab einem Einkaufswert von 150 €. Schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt machen wir hier mal zu und gehen vielleicht mal nach hinten. Hier ist auch wirklich eine ganz schöne Autostadt. Da hinten steht ein Genesis, schon lange nicht mehr gesehen. Volvo steht jetzt hier in der Mitte, XC40 auf der Seite, und hier habt ihr dann eben die Recharge-Bezeichnung. Übrigens hier auf der C-Säule dann auch immer noch mal schön schwarz in dem Kontrastdach. Sehr großer Spoiler, der jetzt hier einmal rüber geht, und die Volvo-typischen Rückleuchten, die ich sehr schön finde, weil man erkennt eben immer, dass es ein Volvo ist, wenn man auf der Autobahn ist, von hinten oder von vorne. Vorne ist es Thors Hammer, hinten eben nochmal diese hochgezogene Leuchte. Sehr viel Plastik hier unten nochmal in der Beplankung. Es gibt übrigens auch noch eine optionale Anhängerkupplung, die habe ich jetzt hier leider nicht für euch mit dabei. Der zieht nämlich in der Single-Motor-Variante 1,5 Tonnen, als Allrad 1,8 Tonnen, ist ja immer ganz wichtig zu wissen. Und die Anhängerkupplung kostet dann eben 890 bis 950 € Aufpreis. Jetzt schauen wir uns aber den Kofferraum an, weil darum geht es ja jetzt hier auch bei einem Auto, was für den Alltag und für die Stadt praktisch sein will. Der hat jetzt 416, hoppala, bis 1290 Liter Fassungsvermögen. Jetzt machen wir erstmal hier die Hutablage raus, weil, genau, da ist sie. Jetzt schaut aber da mal rein, das ist wichtiger. Darum geht es ja, wie viel Platz ihr dann da wirklich habt. So sieht man das einfach besser. Das ist gut. Die Coupé-Variante hat ein bisschen weniger. Die hat 416 bis 1205 Liter. 85 Liter also weniger bei umgeklappter Rückbank. Das ist zu verschmerzen. Wenn man jetzt hier mal umklappt, seht ihr auch, dass hier eine ganz coole Lösung ist. Denn hier hinten könnt ihr dann Sprudelkisten oder so verstauen. Hier vorne könnt ihr dann auch eure Einkaufstüte einhaken. Finde ich sehr gut. Und hier unten hat man auch eine Möglichkeit, Ladekabel zu verstauen. Ihr seht aber, wir haben jetzt hier keine Ladekabel drin. Denn wir haben noch einen zusätzlichen Trunk vorne mit 31 Liter. Den schauen wir uns dann auch gleich noch gemeinsam an. Jetzt würde ich sagen, mache ich hier mal wieder zu und klappe mit euch vielleicht noch die Rückbank um. Ich hoffe, dass das jetzt hier alles klappt. Das ist sehr windig, dass mir jetzt hier nicht die Hutablage wegfährt. Einmal, ich gehe noch auf die andere Seite. Und ihr seht auch, die Kopfstützen schnellen dann immer so nach vorne. Jetzt ist es tatsächlich passiert. Schaut mal rein. Genau darum geht es ja. 1260 Liter bzw. 1290 Liter. Das ist viel und vor allem habt ihr da keine Kante. Und es ist gut verarbeitet. So, und jetzt versuche ich hier mein Windsegel wieder reinzumachen. Wir machen hier zu. Und als nächstes werden wir uns mal auf die Rückbank setzen. Ich bin 1,64 Meter klein. Dann schauen wir mal, ob eure Kinder oder auch kleine Freunde und Verwandte da hinten Platz haben. Ich mache euch hier mal auf, dass ihr reinschauen könnt. Und zeige euch auch gleichzeitig, wie man jetzt hier die Rückbank hochklappen kann. Funktioniert sehr einfach. Und ich gehe jetzt mal auf die andere Seite, wenn ich kurz durch dürfte. Nein? Das möchte Jan noch hochgemacht haben. Ja, wir gehen mal auf die andere Seite. Mach hier auf und dann möchte ich euch zeigen, wie der Einstieg hier ist. So, Kopfstütze auch wieder hoch. So, Jan. Und jetzt steige ich hier ein. Sehr angenehm hier. Nicht zu hoch, nicht zu niedrig. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man hier die Kinder gut reinbekommt und sich nicht kaputt bücken muss mit dem Rücken. Und wir haben jetzt hier hinten Stoffsitze, vorne natürlich auch, zweimal Isofix. Hallo Michael, sehr angenehme Oberfläche. Und wir schauen uns jetzt hier noch die Mittelkonsole an. 2 Cupholder in der Mitte, weich gepolstert. Und wenn ihr jetzt mal seht, wie ich jetzt hier sitze, ist es gut. Ich kann leider die Rückbank nicht nach vorne oder nach hinten schieben. Das hätte ich noch ganz gut gefunden. Genauso wie die Neigung der Lehne nochmal einstellbar. Aber ein großes Highlight ist jetzt hier das Glas
Glasschiebe-Panoramadach. Schaut euch das mal an, das macht den sehr dunklen Himmel jetzt hier sehr hell. Darauf könnte ich nicht verzichten. Ich packe euch unten in die Infobox dann auch noch die genaue Beschreibung rein und wie viel das kostet. Als nächstes würde ich aber sagen, schauen wir uns hier noch den Mitteltunnel an. Der ist leider jetzt hier noch vorhanden, liegt auch an der CMA-Plattform. Bei rein elektrischen Autos braucht man das ja normalerweise nicht. Aufrechtstehende Lüftungsdüsen, Volvo-typisch, hört mal. Klicken die auch so, je nachdem, ob sie auf oder zugehen. Und übrigens, die Fußmatten sind jetzt hier aus insgesamt 72 recycelten PET-Flaschen, vorne sowie hinten. Das ist sehr gut. Volvo tut auch was für die Nachhaltigkeit. Und als nächstes schauen wir mal gemeinsam in die Tür. Ich rutsche jetzt hier mal durch. Wir haben jetzt hier genau so eine kleine Öffnung, wo wir was verstauen können. Jan hat es vorhin mir auch schon gezeigt, das finde ich sehr gut. Und jetzt guckt euch mal die Tür an. Alles hier bezogen. Wir haben kein Hartplastik, weder hier unten noch jetzt hier oben. Hier ist so ein Filz, was ganz gut ist, weil wenn man hier Flaschen reinmacht, klackert das nicht so drin. Die Bepolsterung hier ist auch ganz gut. Hätte vielleicht ein bisschen dicker sein können. Und wir haben jetzt hier nochmal so einen Türöffner. Hier alles in einem dunklen, zurückhaltenden Schwarz. Keine Einstiegsleistung. Was wir jetzt machen, ist mal gemeinsam vorgehen und ich werde euch noch was zu dem Motor jetzt hier erzählen, beziehungsweise zu den Leistungsdaten und ich zeige euch erstmal noch den Frunk. Dafür machen wir da vorne mal auf. Geht jetzt auch super easy auf. Ich habe übrigens in meinem C40-Video leider, das war total doof, hier das nicht richtig zugemacht vor dem Dreh. Da muss man schon richtig zuknallen. Schaut euch das mal mit mir gemeinsam an. Wir haben jetzt hier einmal komplett aufgeräumt eben unter der Motorhaube einerseits einen Frunk. Da ist er, 31 Liter Fassungsvermögen. Da ist auch dann die Möglichkeit eben das Kabel zu verstauen. Finde ich super, super, super gut. Da seht ihr es jetzt und wir machen jetzt hier auch mal zu. Und haben hier noch die Möglichkeit eben das Wischwasser nachzufüllen. Man kommt ja einfach dran und muss sich dann nicht irgendwie kaputt heben oder so. Jetzt mache ich hier oben aber wieder zu, weil es einfach ein bisschen schicker aussieht. Und ihr seht jetzt auch, ich muss richtig zuhauen, dass es richtig zugeht. Und jetzt besprechen wir die Motordaten. Und der Single-Motor hat jetzt 231 PS, Motor sitzt vorne, also 170 kW, 330 Newtonmeter maximales Drehmoment, fährt vom Max 160 km/h. Die Allrad-Variante fährt 180 km/h vom Max und ihr habt hier eine Beschleunigung von 0 auf 100 von 7,4 Sekunden, was echt ganz schön gut ist. Wir schauen es uns nachher mal an hier in der Stadt. Natürlich ist es nicht so schnell wie der Allrad, der ist in knapp 4,5 Sekunden auf 100, aber es ist für mich absolut ausreichend. Als nächstes gehen wir aber gemeinsam noch in den Innenraum, schauen uns da alles genau an, die Sitze, das Infotainment-System. Wir haben hier einen Google Assistant mit dabei, beziehungsweise ein Android-basiertes Betriebssystem. Und anschließend fahren Jan und ich hier noch gemeinsam durch Hamburg. Wir werden das One-Pedal-Driving ausprobieren und ich werde euch verraten, wie weit wir wirklich gekommen sind. Und dazu würde ich sagen, kommt ihr jetzt einfach mal mit. So, wir schauen uns jetzt hier den Innenraum an. Gerade kam sogar ein bisschen Sonne heraus. Wir sind in Hamburg, ist wahrscheinlich was ganz Besonderes, hier ein bisschen Sonne zu sehen, ja da hinten. Sehr schön, direkt an der Alster. Aber wir schauen uns jetzt die Sitze an. Haben jetzt hier die Stoffsitze, die ich sehr angenehm auf der Haut finde. Vor allem sind sie super weich hier gepolstert. Seitenbacken sind auch relativ dick, haben an der Seite jetzt noch so Paspeln, Isofix übrigens auch vorne. Und auch die Möglichkeit, hier dieses kleine Element nach vorne zu schieben, ist natürlich angenehmer, wenn man sehr lange Beine hat, sich das eben hier nochmal so vorzumachen. Ich persönlich brauche es leider nicht, weil meine Beine doch relativ kurz sind. Hier an der Seite Schwedenflagge bei den Volvo-Sitzen sind Standard, genauso wie auch die sehr schmalen Kopfstützen. Ich finde die super schick, sehen elegant aus. Und übrigens ja auch auf der Rückbank sehr ähnlich, was ich gut finde. Und jetzt schauen wir uns mal die Tür gemeinsam an. Und vor allem, wenn man das jetzt so mit dem ID.4 oder mit dem Audi Q4 vergleicht, ist es schon Verarbeitung auf viel höherem Niveau. Ich werde euch am Schluss den Preis verraten. Das ist trotzdem ganz schön okay hier, was ihr bezahlen dürft und könnt für die Single-Motor-Variante. Oben haben wir eine Cardon-Anlage, haben wir jetzt hier zusätzlich bei der Pro-Ausstattung wieder eine sehr gut gepolsterte Armauflage und wieder dieses Vlies in der Tür. Ich mag die Tür, die ist zurückhaltend, die ist vor allem nicht zu viel, nicht zu wenig. Und hier haben wir jetzt überall dieses schöne silberschwarze Element, was sich einmal durchzieht. Schaut gerne mal in unser C40-Video, da haben wir euch nämlich auch gezeigt, dass es da dann so kleine Höhenlinien gibt und so. Also Volvo lässt sich da immer wieder was einfallen. Auch die Fußmatte hier ist jetzt wieder mit den PET-Flaschen, mit den recycelten. Auch hier wird geschaut, dass immer weniger tierische Produkte benutzt werden, immer weniger Leder. Hier bekommt ihr zwar noch Leder, aber bei dem C40 eben nicht mehr. Und eine gute Sache ist jetzt hier das Glasschiebe-Panoramadach. Man kann das aufmachen. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie hier eben die Jalousie zufährt. Die kann man nämlich einmal komplett zumachen. Ihr habt sehr
bei der Rückbank heute nicht gesehen, sondern jetzt hier, wenn ich es zufahre, ist gut, dann habe ich eben den Sonnenschutz, kann das ganze Thema aber auch hier komplett auffahren. Das funktioniert ja auch mit so einer Slide-Funktion. Wenn ich nochmal slide, sollte oben dann auch das Fenster aufgehen. Tada, Hallöchen. Das finde ich super, denn beim C40 geht das leider nicht auf. Großer Nachteil, hier geht es auf und ich mag es total gerne und Jan auch im Sommer eben hier mit offenem Dach zu fahren und ihr habt jetzt hier auch so einen kleinen Windschott nochmal, der integriert ist. Jetzt muss ich aber leider wieder zumachen, einfach weil es dann auch relativ kalt wird. Funktioniert auch relativ geräuschlos und vor allem auch relativ schnell. So, als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns mal hier noch die Mittelkonsole an. Überall da, wo die Haut das Auto berührt, haben wir jetzt hier dieses Vlies. Hier oben so ein mattes, kein Plastik, beziehungsweise kein Klavierlack, es ist Plastik. Hier haben wir Klavierlack. Das finde ich nicht so gut. Ich mag keinen Klavierlack, weil schaut mal, man hat sofort eklige Flecken da drauf. Das ist leider ein bisschen schade, dafür habe ich jetzt hier meinen Haargummi dabei. Hier dann auch nochmal Platz, was zu verstauen. Hier dann auch nochmal die Möglichkeit, so einen kleinen Mülleimer kann man es nennen, zu benutzen. Man kann aber auch andere Dinge reinmachen. Ich mache das jetzt mal wieder hier zu. Hier haben wir den kleinen Shifter für rückwärts, neutral, Drive oder auch Park. Den finde ich sehr schön, liegt gut in der Hand. Und hier so eine kleine Funktion. Erstmal zeige ich euch die hier. Ich kann das Handy hier reinlegen. Und hier kann ich, wenn ich das aufmache, auch noch das Handy reinlegen. Zumindest habt ihr das in den Kommentaren so geschrieben, dass es dafür da ist. Kann es vielleicht auch hier so reinlegen und irgendwas gucken, sollte ich vielleicht nicht. Aber beim Laden beispielsweise kann ich da auch mein Handy auf jeden Fall platzieren. Jetzt machen wir das hier mal wieder zu. 12 Volt Steckdose ist hier übrigens hier vorne noch. Und ihr habt da auch noch 2 USB-C-Anschlüsse. Induktive Ladefläche. Und jetzt würde ich sagen, kommt Jan mal rein und wir schauen uns vorne das Lenkrad an. Und da ist jetzt erstmal interessant zu wissen, wie kann ich mir das einstellen. Ich habe hier unten so einen Haken, kann das ins Auto drücken, kann es zu mir ziehen, hoch und runter stellen. Also ich finde hier eine sehr gute und schnelle Sitzposition. Kann es hier wieder zumachen. Vorne haben wir ein 12 Zoll großes Cockpit und wenn ich jetzt hier den Motor starte, geht das da vorne auch an. Ihr seht das jetzt. Sehr schöne Grafik. Okay. Ja, sehr schöne Grafik, kann die jetzt hier in 2 verschiedenen Ansichten wählen, einmal so eben oder einmal hier die größere Ansicht. Ich mag die mit der Karte in der Mitte am liebsten. Übrigens hier, wenn wir gerade dabei sind, gehen wir vielleicht noch kurz in den Rückwärtsgang. Haben jetzt hier einmal eine 360 Grad Rundumsicht, habe nach hinten eben die Möglichkeit zu gucken, auf die Seite und das ist schon echt gut oder auch nach vorne. Da macht man sich dann auch keine Felge kaputt. Jetzt gehen wir aber mal wieder hier in den Parkbereich bzw. im Parken und ich zeige euch davon das Infotainment-System. Android-basiert, ist großartig, haben wir euch ja beispielsweise auch schon Polestar 2 vorgestellt, also dem Brudermodell hier auch. Und erstmal vielleicht, das ist die Home-Ansicht, hier habt ihr super viele Apps, unter anderem Google Maps. Und ich zeige euch jetzt mal was. Hey Google, fahre mich zur Oper. Ja. Die Hamburgische Staatsoper auf der Große Theaterstraße ist 1,1 Kilometer entfernt. Das ist schon ziemlich cool auf jeden Fall. Das funktioniert sehr, sehr einfach. Wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen, haben wir aber auch hier verschiedene andere Apps, wie beispielsweise Spotify. Können wir wieder zurück und können uns hier anmelden. Das finde ich super, weil ich total gerne bei Spotify eben Musik höre. Können uns aber hier auch beispielsweise... Möchtest du die Hamburgische Staatsoper auf der Große Theaterstraße als Ziel hinzufügen? Nein. Guck, sie macht sich auch Sorgen, dass ich da jetzt doch nicht mehr hinfahre. Ein bisschen Bildung tut ja nicht schaden. Haben wir jetzt auch den Play Store, können jetzt hier auch beispielsweise YouTube oder auch YouTube Music runterladen. Jan hat das vorhin gerade schon mal probiert. Das ist gut, weil ich habe hier eben alles, was ich halt so auch an meinem Handy benutze. Kann hier auch beispielsweise die die Mediathek, ARD-Mediathek reinmachen, um mich eben dann während des Ladens dann hier ein bisschen unterhalten zu können. Was es auch gibt, ist, wenn wir jetzt hier mal wieder zurückgehen, ist hier die Home-Ansicht. Die ist eigentlich auch ganz cool. Die könnt ihr euch dann hier eben die wichtigsten Sachen noch mal reinmachen. Und wir haben jetzt hier auch mein Handy schon noch mal connected, weil Apple CarPlay, Android Auto fähig. Ich zeige euch das jetzt mal, dass es einfach funktioniert hat, weil wir haben es jetzt schon gemacht. Deswegen kann ich es euch jetzt nicht mehr so sehr zeigen. Aber ihr seht jetzt, ich bin jetzt hier mit Bluetooth verbunden, habe hier den Volvo XC40, kann hier draufklicken und kann hier eben dann auch meine Musik vom Handy abspielen, falls ich mich vorne eben nicht über Spotify connected habe. Jetzt gehen wir wieder zurück.
Und eine wichtige Sache ist noch, die ich euch zeigen möchte hier vorne, und zwar ist es beim Fahren einerseits der Geländemodus, den wir rein und raus machen können. Den muss ich leider ein bisschen kritisieren, weil da kommt einfach nur die Bergabfahrhilfe rein und mehr leider nicht. Hier unten haben wir noch die Assistenzsysteme und wir haben hier das One-Pedal-Drive, was wir ein- und ausschalten können, und das sportliche Lenkgefühl. Das würde ich sagen, besprechen wir auch gleich noch bei der Fahrt. Hier unten habt ihr noch einen Drehregler für die Musik, was sehr gut ist, und habt hier eben dann auch nochmal alles für die Lüftung bzw. für die Klimaanlage. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist gemeinsam losfahren. Jan kommt jetzt auch noch mit dazu und dann schauen wir mal, was der so kann und vor allem, wie weit wir wirklich kommen. Kommt mit! Jan ist mit dabei. Bock? Ich hab Bock. Ich bin richtig heiß. Ich habe richtig Bock, heute mit dir durch Hamburg zu fahren und rauszufinden, wie weit kommt er, wie fährt er sich wirklich. Baut Jessie einen Unfall? Es sind so viele ungeklärte Fragen. Bleib dran. Machst du sowas öfter? So Autotests? Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, starten wir mal. Beifahrer ist Jan der Beste auf der ganzen Welt Earth. Stopp. Übrigens, wie startet man? Ja, das ist eine interessante Frage. Und zwar setzt man sich hier einfach rein. Der merkt, hier ist Gewicht jetzt auf dem Sitz und man hat den Schlüssel mit dabei. Weil, guckt mal, hier vorne ist kein Start-Stopp-Knopf. Den habt ihr ja bei den Verbrenner-Varianten hier vorne. Genau, das ist der Schlüssel, schaut mal da vorne, ist nämlich viel wichtiger. Hier ist eigentlich, der Schlüssel. Das ist er ja, ich weiß auch nicht, warum du den Schlüssel jetzt so lange gezeigt hast, aber da vorne ist auf jeden Fall der Start-Stopp-Knopf. Hier in dem Fall einfach nicht vorhanden. Gut, oder? Ja. Vor allem der Sitz erkennt Jessies Gewicht, mein Gewicht, also beide Klassen, wenig und viel. Genau. Ja. So, und jetzt eine Sache noch, ja. Ich habe mir jetzt hier die Sitzheizung angemacht, das ist ja relativ kalt. Das mache ich Jan jetzt hier auch noch und schaut mal Für mich bitte nicht. Für dich nicht? Okay. Das ist schlecht für meine Familienplanung. Okay, jetzt hast du eine Familienplanung, jetzt haben wir auf. Auf jeden Fall, ich habe jetzt hier auch eine dreistufige Lenkradheizung und die ist sehr warm, die ist sehr gut. Ich konnte mir das Lenkrad jetzt hier auch sehr schnell einstellen, wie ich mich wohlfühle. Übrigens hier in der Mitte Volvo-Zeichen habe ich euch vorhin gar nicht gezeigt. Jetzt gehen wir runter in D und wir haben jetzt hier keinen direkten anwählbaren Rekuperationsmodus, sondern wir haben jetzt hier, wie ich euch schon gezeigt habe, zack, One-Pedal-Drive und sportliches Lenkgefühl. Wir fangen jetzt mal erstmal an, damit zu fahren. Bisschen nervig, oder? Dass man sich immer da drin einstellt. Ja, finde ich auch. Dafür bräuchte ich jetzt auch, oder hätte ich lieber einen Knopf. Und jetzt geht es erstmal darum, wie fährt er sich jetzt hier. Der ist relativ wendig, 11,80 Meter Wendekreis ist okay. Und das Fahrwerk ist eher tendenziell ein bisschen sportlicher abgestimmt. Ich finde es aber ganz gut. Wie hast du dich so gefühlt? Darf ich dich was fragen? Ja. Wir sind ja Polestar 2 gefahren, der ja auf der gleichen Plattform steht. Ja. Ne? Ich fand den Polestar 2 wesentlich härter vom Fahrwerk. Ja. Ich finde den komfortabler hier. Magst du keine Rekuperation? Ja. Doch, ich habe gestern Ärger bekommen, weil ich habe in den Videos gesagt, dass ich nicht so sehr rekuperiere. Und das stimmt eigentlich gar nicht. In der Stadt mache ich das eher schon manchmal rein, auch für die Umwelt. Oh Mann, wie aber groß ich bremse halt auch noch gern selbst. Andererseits, wenn ich dann gemütlich fahre, finde ich es auch schön, nur ein Pedal zu haben. Ja, ich bin schizophrener, paranoider Typ. Ja, jetzt also zu deiner Frage. Polestar 2 ist straffer abgestimmt, auf jeden Fall ist ein viel sportlicheres Auto, ist ja auch nicht eher so drauf ausgelegt, dass wir jetzt hier in einem SUV fahren, was tendenziell auch eher vielleicht für die Familie gedacht ist. Was wir jetzt haben, ist ein One-Pedal-Drive. Und was bedeutet das? Schaut mal, ich fahre jetzt hier 30 in der 30er-Zone, beziehungsweise gleich ist 50er-Zone. Und schaut mal, ich gehe jetzt runter vom Gas. Ja, und er rekuperiert bis 0. Bis 0. Ja, und das ist wirklich ein Pedalen fahren. Ich brauche jetzt nur das Gaspedal in dem Fall. Wenn ich runtergehe, bremst er eben auf 0 und brauche nicht mehr die Bremse. Wenn ich das jetzt aber hier raus mache, was passiert dann? Ich gehe jetzt runter, fahre wieder 30, der rollt weiter. Ich bin jetzt runter vom Gas und da könnt ihr eben diesen krassen Unterschied reinmachen. Ich habe jetzt nichts mehr gemacht und er bremst eben automatisch runter. Ich mag einfach diese entweder total krasse oder total weiche Einstellung. Ich bräuchte keine 5 andere Modi zwischendrin. Was ich aber bräuchte, wäre ein adaptives Fahrwerk und das haben wir hier nicht, auch nicht als Option. Du bist so ein extremer Typ, ne? Entweder oder, was dazwischen gibt es nicht. Ja, was auch jetzt hier zum nächsten Punkt führt und zwar sportliches Lenkgefühl. Wenn wir jetzt hier so ein bisschen lenken, habe ich das ausgemacht. Wenn ich es jetzt reinmache, haben wir eine bisschen direktere Lenkung. Ich mag das sportliche Lenkgefühl drin. Ich mag auch One-Pedal-Drive, aber das könnt ihr selber auch mal ausprobieren, was euch da mehr liegt. Falls es euch dann zu direkt ist, könnt ihr das hier einfach rausmachen und vor allem in der Stadt dann ein bisschen chilliger. Darf ich dich was fragen? Mhm. Es gab in der Vergangenheit, ich fand die Volvo sehr rund abgestimmt immer. Ein Thema, was viele kritisiert haben, war
die Bremse bei anderen Modellen. Jetzt haben wir hier ja einen Sonderfall, weil die Bremse muss rekuperieren können, muss aber auch einfach mechanisch bremsen. Ist nicht leicht zum Abstimmen. Wie findest du die Bremse? Nee, du zuerst. Also ich glaube, was man halt sagen kann, ist, dass bei Elektroautos generell die Bremse ganz oft synthetisch ist. Hier ist es aber nicht so, weil die eben diesen Schleifpunkt ganz gut findet. Ich bin jetzt gerade im One-Pedal-Drive, aber wenn ich jetzt hier bremse, fühlt es sich an wie eine richtige Bremse, auch wie so eine Verbrennerbremse. Das ist nicht irgendwie, dass es sich halt so synthetisch anfühlt. Nee, ich finde sie besser sogar. Ich finde sie sogar besser als die alten Volvo-Bremsen. Also das ist gut gemacht. Gewicht, jetzt wiegt dieses Auto was? 2100 noch was, ja. Merkst du das jetzt? Ich finde beim Beschleunigen, obwohl der ja nur einen Motor hat, finde ich, merkt man das kaum, in der Kurve hingegen schon. Der tiefe Schwerpunkt ist auch gut. Ja, das stimmt. Und vielleicht, wenn wir jetzt noch über das Rekuperieren sprechen, willst du kurz erzählen, was das überhaupt bedeutet, Jan? Wir haben immer so dieses Ding, erstmal war es gestern mega peinlich, weil wir haben den Frunk vorne nur halb zugemacht in unserem C40-Video. Das ist passiert. Entschuldigung. Und dann ist es für uns immer schwierig, wo holen wir euch ab, was wollt ihr wissen, rekuperieren, weil manche sitzen vielleicht jetzt draußen, was ist rekuperieren? Ich wusste es ja früher auch nicht, deshalb erkläre ich es. Also, wenn man jetzt einfach vom Gas geht, mach mal. Ich bin jetzt nicht im One-Pedal-Drive. Schlecht, ja. Dann bremst der. Heißt, man kann dieses Auto eben nicht nur an der Steckdose aufladen, sondern eben auch durch Bremsen oder im Schubbetrieb, wenn man also vom Gas geht. Schau mal, da ist ein Moja. Schau mal, Moja. Ich dachte, die gibt es nur in Hamburg. Wir sind ja heute in Hamburg. Ja. Und andersrum dient der E-Motor dann als Generator, lädt also den Akku wieder auf, der tief unten sitzt. So, jetzt Dynamik. Wir fahren jetzt hier mal ein bisschen stärker um den Kreisverkehr. Ja, der drückt nach außen. Hier raus? Ja, ich weiß, ich will noch eine Runde fahren. Der drückt nach außen, das merkt man schon, das Gewicht. Was man aber auch merkt, ist, dass die Beschleunigung jetzt nicht so schnell ist wie im Vergleich zum Dual-Motor. Aber wir machen das jetzt hier mal gemeinsam. Ich bremse jetzt hier mal runter. Einfach 50 statt gut, ne? Und los geht's. Ja, das ist jetzt bei dem anderen halt fast doppelt so schnell. Stopp. Aber, upsala, ja, 50. Wenn meine Arbeitskollegin hier einen Führerschein verliert, dann muss ich die ganze Scheiße allein machen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Also bitte nicht so schnell fahren. Ja, 7,4 Sekunden auf 100, das ist okay. Das ist jetzt nicht die beste Beschleunigung. Man merkt es auch, wenn man jetzt hier Überholvorgänge auf der Autobahn beispielsweise hat, beziehungsweise auf der Landstraße ist man nicht so schnell wie mit dem Dual-Motor. Da vermisse ich ihn. Aber wo ich ihn nicht vermisst habe, ist bei der Reichweite. Und wir sind ja jetzt so teilweise über Land gefahren, sind auch teilweise hier in der Stadt gefahren und hatten eine Reichweite von 315 bis 380 Kilometer jetzt hier vorwiegend in der Stadt. Und das ist okay gewesen, das ist ganz gut, vor allem für einen Durchschnittspendler. Wird es dir reichen, Jan? Mir wird es in der Stadt völlig reichen. Für mein persönliches Fahrprofil reicht es. Die nächste? Reicht es nicht. Jetzt habe ich eine Frage. Noch bevor alles elektrisch wurde, gab es ja diese riesen Diskussion. Und Gott, haben sich die Leute aufgeregt. Volvo fährt nur 180. Der fährt nur 160. Der fährt nur 160. Aber reicht dir 160? Ja. Reicht dir 180? Also wir sprechen hier Darfst du überhaupt schneller fahren? Wir sprechen ja hier von einem Elektroauto und bei Elektroautos ist für mich alles jenseits der 180 sowieso Verschwendung, weil man ja immer wieder im Verhältnis gucken muss, wie viel Reichweite habe ich da am Ende und wie viel Verbrauch habe ich am Schluss. Und sobald man da über 180 fährt, ist der Verbrauch einfach viel zu groß. 160 reicht mir, das ist okay. Ich fahre meistens nicht schneller auf der Autobahn. Wie gesagt, ich hätte nur gerne den Dual-Motor, weil der ein bisschen schneller überholen kann auf der Autobahn. Hier durch die Stadt brauche ich den aber nicht. Und er hat zwei Motoren zum Rekuperieren, was ich euch erklärt habe. Ehrlicherweise war es ja beim Verbrenner auch immer so, dass sie einen riesen Monsterverbrauch hatten, über 120. Ne? Hat halt keinen interessiert, weil man halt schneller nachtanken kann hier. Ja. Findest du, das Auto passt gut nach Hamburg? Weil gefühlt fahren wir hier rum und ich sehe nur G-Klassen, Porsche. Ich glaube, die ganze weltweite Produktion wird genau hier in Hamburg verkauft. Ich finde schon, weil das ist so ein bisschen kühl, nordisch kühl, Premium zurückhaltend, aber nicht zu, ein bisschen Understatement, aber irgendwie trotzdem halt schick. Die Anti-G-Klasse, elektrisch. Okay, jetzt würde ich sagen, fahren wir zurück und es gibt ein Fazit, oder? Zurück, Fazit. Bevor jetzt die Welt komplett untergeht, kommen wir zu meinem Fazit. Das ist echt verdammt windig und auch kalt. Und jetzt schreibt mir erstmal in die Kommentare, wie findet ihr jetzt den Volvo XC40 Recharge Pure Electric? Er hat einen sehr langen Namen auf jeden Fall. Und vor allem würdet ihr euch für die Single-Motor-Variante oder für die Twin-Motor-Variante entscheiden?
Ich persönlich würde die Single-Motor-Variante nehmen. Einerseits, weil sie deutlich bezahlbarer ist, wir werden gleich über den Preis sprechen. Andererseits, weil die Reichweite mir jetzt absolut ausgereicht hat in unserem Alltagscheck. 315 bis 380 Kilometer in der Stadt ist in Ordnung, wenn man davon ausgeht, dass man als Durchschnittspendler am Tag 40 Kilometer fährt. Man kann den über Nacht laden, an der Wallbox 6 bis 8 Stunden ist auch eine ganz gute Zeit. Natürlich kann man kritisieren, dass so eine 800-Volt-Technologie da fehlt, wie beispielsweise beim Kia EV6 oder auch Hyundai Ioniq 5. Die sind deutlich schneller voll. Halbe Stunde mit bis zu 150 kW ist in Ordnung. Da kann man mal einen Kaffee trinken bzw. ein Stückchen Kuchen essen und dann hat sich die Sache auch erledigt. Und mit Kindern muss man öfter Pause machen. Das ist ein typisches Familienauto für mich mit 1 bis 2 Kindern. Jetzt geht es um den Innenraum und Volvo ist ein Premium-Hersteller und das haben wir jetzt heute hier auch wieder gesehen im Vergleich zum Skoda Enyaq oder auch VW ID4 bzw. ID5 oder auch Audi Q4 ist der Innenraum deutlich besser verarbeitet. Was ich auch gerne mag, ist, dass wir jetzt hier Google Assistant mit dabei haben. Wir haben ein Android-Betriebssystem. Das versteht mich. Ich verstehe es auch sehr gut. Wir harmonieren zusammen, wir viben zusammen und ihr habt eben auch die Möglichkeit, hier Spotify reinzumachen. Das ist für mich sehr wichtig, das benutze ich nämlich sehr, sehr gerne in einem Auto. Und jetzt sprechen wir über den Preis. Und die Single-Motor-Variante kostet im Schnitt 10.000 weniger als die Dual-Motor-Variante. Beginnt bei 49.000 Euro, davon könnt ihr dann nochmal 10.000 Euro abziehen. Bedeutet, ihr liegt dann bei 39.000 Euro, was sehr gut ist. So wie er jetzt hier dasteht, beginnt er bei 54.390 Euro, davon nochmal 10.000 Euro Förderung abgezogen, liegt er bei Mitte 40.000 Euro und da finde ich, bekommt ihr sehr viel Auto, zwar nicht für wenig Geld, aber verhältnismäßig ist es wirklich sehr viel Qualität, gute Reichweite und vor allem auch sehr viel Sicherheit, wofür Volvo ja steht. Wen das auch interessiert, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter anderem wie Leasingmarkt oder Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir bei Wind und Wetter. Abonniert daher gerne den Kanal, falls euch das interessiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!